jetzt kommt das Beste. Ich sage immer Mama essen. Deswegen macht das uns bei uns Wo schmeckt es am besten? Bei Mama. Bei Mama. Boah, da ist, guck mal hier, da ist noch. Alter, noch in Leute, da ist noch unten Schokosoße unten drunter, ne? Rein da. Damit herzlich willkommen zurück bei Big M, genau gesagt unserem Zweitkanal Big M TV, und wir sind heute in Bielefeld. Nachdem wir ja schon das beste Lokal, das beste Restaurant in Bielefeld abgecheckt haben, sind wir bei einem möglichen Geheimtipp für ganz Bielefeld. Ich bin natürlich mal in die Recherche gegangen, habe mich mal so ein bisschen umgeschaut und muss sagen, Nane scheint möglicherweise so ein kleiner Geheimtipp für alle Bielefelder und natürlich drumherum zu sein. Das Ganze verspricht türkische Küche, die nur von Nanas, Hausfrauen gemacht werden. Deswegen auch der Name Nane. Von Nane Brot kennt man ja auch aus Indien so zum Beispiel, ne? Aber das Ganze ist wirklich eher so türkisch angehaucht und wird nur von, und das soll gar nicht abwertend klingen, Hausfrauen gekocht. Es gibt nur einen Koch hier, alles andere ist, ich sag mal, ist wirklich so von Mama, von Hausfrauen. Und wo schmeckt es am besten? Natürlich bei Mama. Und deswegen schauen wir an, ob der kleine Geheimtipp, Geheimspot in Bielefeld das hält, was es verspricht. Auf geht's rein zu Nane. Aber ihr seht, wir haben Platz genommen und haben das erste, ich sag mal, jetzt vor uns. Ne? Genau. Wie gesagt, Sultan ist heute mit dabei. Wie gesagt, wir machen die Food heute zusammen, wie schon mal. Und ich sag mal so, gleich gibt es die sogenannte Frühstücksplatte hier für 2 Personen. Und bevor das Ganze losgeht, wurde uns gerade gesagt, kriegt man hausgemachtes Brot mit 2 Dips dazu. Ne? Immer dazu. Das Ganze testen wir natürlich jetzt. Ne? Ich bin gespannt, sieht auf jeden Fall schon mal geil Sehr aus. gut aus, ne? ja. Wie gesagt, alles selbst gemacht hier, wurde uns auch schon zu Beginn gesagt. Ne? Und ich würde sagen, testen wir das Ganze mal. Ne? Ich muss sagen, eigentlich auf dem Kanal gehört sich das in die Hand zu nehmen und ein bisschen reinzudicken, ne? aber wir fangen mal sportlich an, würde ich sagen. Wir probieren mal auch, ne? Boah, warm. Boah. Geil. Boah. Richtig schönes so Fladenbrot, ne? Boah, und das ist warm, Leute. Also es ist wirklich richtig warm. Boah, schmeckt Fluffig gut. auch. Hast du schon den Dip mitgehabt? Ja, den Dip hatte ich schon, der ist geil. Geht Richtung Curry, würde ich sagen. Ja. Schmeckt geil. Bei dir ist wahrscheinlich scharf, ne? Sieht scharf aus. Probier jetzt mal. Probier mal den anderen Dip. Genau, also wie Salsa, habe ich gerade so vom Geschmack her so drin. Wie so eine Salsa-Soße, ne? Also so ein bisschen kräftiger. Auch das Brot oben, ne? Das ist echt stark gewürzt. Ich nehme jetzt einfach mal eins in die Hand. Zeige ich euch, ihr habt es ja gerade schon mal so ein bisschen gesehen. Man sieht hier richtig schön so ein bisschen Gewürz oben drüber. Genau, Ne, typisch Öl, Soße. so ein bisschen genau, leicht. Olivenöl auf Genau. jeden Fall mit drüber, ne? Also schmeckt wirklich richtig gut. Auch jetzt mit zu dem Dip, ne? Also kann sich definitiv für den Start sehen lassen. Vor allen Dingen finde ich ja echt mal geil, dass das Ganze, ich sag mal, auch warm kommt. Genau. Hat so einen, also echt einen schönen Charakter. Der Laden ist brechend voll, ne? Ja, der ist voll. Also der ist Am wirklich Sonntag voll. früh voll. Also ohne Reservierung, glaube ich, kriegt man ja gar keinen Tisch, ne? Das muss man schon mal sagen. Erstmal noch ein bisschen, schauen, was geht, und dann sehen wir uns bei der Frühstücksplatte wieder. Genau, ne? jetzt Boah. erstmal Brot. Jetzt erstmal ein bisschen Brot, Leute. Aber mit der Hand. Ja, mit der Hand. Ich nehme mir direkt das hier und dann kannst du den. Ja. So, Leute, es ist soweit. Die Frühstücksplatte für 2 Personen. Nicht für 3, 4, 5, sondern wirklich für 2 Personen ist da. Und der liebe Umut von Nane ist heute jetzt mit am Start und erklärt uns mal, was jetzt so alles so mit dabei ist, weil es so fancy und geil aussieht. In Real Life sieht das wahrscheinlich noch mal ein bisschen krasser aus. Ich meine, ihr habt gerade die Einblicke gesehen, aber wir sind echt so ein bisschen sprachlos. Aber bevor wir zu viel quatschen, Umut, erklär uns doch mal was Schönes, hast du hier so ins hingezaubert. So, und zwar, wir haben eine Frühstücksplatte für 2. Bei der Frühstücksplatte haben wir 2 Eigerichte. Wir haben einmal Menemen, das ist einmal Tomaten-Paprika-Mischung, ein bisschen scharf, natürlich pikant. Dann haben wir ein Spiegelei. Wir haben Käseaufschnitt, Wurstaufschnitt, Tomate, Mozzarella, ein bisschen Obst, Oliven da drauf. Hier, das ist ein bisschen Süßes. Ne? Was ist das für Brot? Das ist frittiertes Teig, Langosch ist das. Ah, Langosch. Genau, frittiertes Ist das nicht Teig. ungarisch sogar? Nee, also bei uns gibt es das auch. Ne? Ah, okay, Die ist ein okay. bisschen länger natürlich, Ja, aber wir ja. haben das jetzt ein bisschen kürzer. Ja. Das kann man sowohl auch Süß und herzhaft oder essen, ne? pikant Hab essen. ich, Ne? ja, ja. Genau. Unser hausgemachte, also Marmelade, so ein kleines Dessert, so Mamas Tochters Dessert, ne? Das hier, ne? So, genau, Kuchen. Wir Oh, haben das heb ich mal hoch. jede Woche macht eine Mama ein Dessert. Und dann kommt das auf die Karte, bei uns Wochenkarte, ne? Das ist unser Mamas Dessert. Und wir packen das so ein bisschen was Süßes auch noch da drauf. Dann haben wir hier natürlich das Warme, so, ne? Gebratenes Gemüse, Kartoffeln, bisschen mit Soße, gebratenes Sucuk. Ne, das ist türkische Knoblauchwurst. Darf nicht fehlen in der türkischen Küche. So, natürlich, ne? Also, ne? So, dann haben wir so ein bisschen Dips hier. Ja. Ne? Wir haben also ungefähr so 40, 50 Sorten Dips, Mezes, Ja. türkische, also ne? Was wir hier haben, das ist einmal Ajuka, ein bisschen mit Baba Ganoush. Hummus haben wir,
Das ist Olivenfrischkäse, dann haben wir Haidari. Das ist gebratenes Gemüse mit einer Joghurtmischung. Auch nicht traditionell, aber für uns schon. Sieht sehr lecker aus. Ja, dann natürlich unser hausgemachtes Brot, das Nane-Brot, das Puffige, sowie Fladenbrot. Schwarzbrot ist auch noch ein bisschen dabei, Brötchen auch. Vegan, also das Genau. auch zum Beispiel. Ne? Das So, heißt, da auch da für Veganer alles dann Genau, da dementsprechend komme ich auch, also das ist unser hausgemachtes veganes Brot. Ne? Was uns ausmacht, ist natürlich, wir können 90%, wir haben eine sehr, sehr große Karte, 90% von der Karte können wir vegan oder vegetarisch anbieten. Ja. Das Wichtigste bei uns ist, die Inhaberin ist meine Schwester, die in der Küche arbeiten, das sind alles Hausfrauen. Jetzt kommt das Beste, das schmeckt man raus, weil das so ein Mama-Essen ist. Also ne, zum Schluss, das letzte Dings ist wie Mama essen. Ich sage immer Mama essen. Deswegen macht das uns bei uns Wo so schmeckt es am in- besten? Bei Mama. Bei Mama. So sieht's aus. Ja. Wir sind gespannt, also es sieht super aus, es hört sich gut an. Jetzt testen wir das Ganze und sagen natürlich auch noch Bescheid, wie es schmeckt, aber also bombastisch. Jetzt schon mal Alles Kompliment klar. dafür. Dann sage ich guten Appetit. Ne? Vielen Dank. Ne? Gut. Ja, Sultan, du hast gerade schon gesagt, ne? wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen und ich bin immer noch, also unglaublich, dass es für 2 Personen ist, ne? Wahnsinn. Also hier kann man doch wirklich dann wahrscheinlich 1-2 Stunden sitzen und tja, bei mir ist immer so der erste Gedanke, können wir gleich eine Challenge rausmachen, so gefühlt. Ne? Ich habe schon gesagt, Challenge 3 Platten davon, wenn er das schafft, krass. Ja, aber dafür waren wir gestern hier, check gerne den Hauptkanal dazu ab, ne? Da haben wir gestern schon eine Burger-Challenge in Bielefeld gemacht, aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal, jetzt einfach mal so ein wir bisschen. probieren einfach mal und schauen mal, wie es geht. So, ne? Boah, es ist das gleiche Fladenbrot wie gerade, ne? Boah, das ist so, ey, Leute, das ist so weich, ne? Auch so saftig. Hast du den genommen hier? Also Leute, wir fangen jetzt mit dem Dip an. Der riecht so, boah, nach was riecht das? Ein bisschen mit Sahne auf jeden Fall, oder? Probieren wir zusammen. Hier Menemen, türkisch Menemen. Du auch schon richtig rein, ne, Menemen? Schmeiß mal was drüber da. Kann man schon anpacken? Ja. Ne? Oh, ist aber, also, ne, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ist aber noch. Ist immer noch ein bisschen heiß, ne? Ich würde sagen, ich nehme einfach mal so einen Löffel, probier mal. Was sagst du? Sieht wirklich richtig schön aus, ne? Fluffig, saftig. Habe am Anfang gedacht, Lasagne. Bin sehr süß oben. Sieht wirklich so aus. Ist natürlich auch mit sehr viel, ist mit Tomaten, mit Käse oben drüber so, ne? Also Menemen, für die, die es kennen, ist sowieso, ich sag mal, auch so ein Frühstücksklassiker wie Sucuk jetzt, was türkische Küche angeht, ne? Oh, schmeckt aber wirklich sehr gut. Gehen wir mal einfach von den Dips weiter. Genau. Gehen wir mal hier an den nächsten, ne? Was haben wir hier? Klatschen uns da mal ein bisschen was drauf. Ich noch mal ein bisschen dran. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was das noch mal genau für ein Geschmack ist, Geruch. Boah, Knoblauch. Knoblauch, ne? Ja. Definitiv Knoblauch mit dabei. Boah, schmeckt aber sehr gut. Sehr gut, ja. Mit Olivenöl so. Auch, Knoblauch, Oliven. das ist so krass, ne? Wie der schon sagte. Die haben 40 verschiedene Dips und immer wieder so ein bisschen mit Olivenöl dabei, ne? Und also alles so ähnlich, aber trotzdem wieder anders, so, Anders, weißt du, genau. ne? Weil immer vielleicht eine andere Komponente drin ist. Schmeckt mir ja sogar besser als der jetzt gerade. Ich würde sagen, lass einfach mal die Dips ein bisschen durchmachen, oder? Genau. Ich stelle jetzt mal den hier. Was hast du für einen gehabt? Auch sehr gut. Was ist das für einer? Geht Richtung Hummus, aber auch wieder so Olivenöl-Touch. Ja, schmeiß mir her, dann probier ich den Probieren wir nochmal mal, als das allererstes. Ja, ist Hummus. Hummus, Ist ne? Hummus. Boah. Aber irgendwie ein geiler so. Aber ich wollte gerade sagen, ich bin sowieso Hummus-Fan, ne? Aber da ist auch wieder durch dieses Olivenöl und so, womit die arbeiten, ne? Komm, wir gehen mal in den hier rein. Der lacht mich nämlich auch die ganze Zeit hier schon so an. Da ist dieses, glaube ich, wieder von gerade drin, was wir als Vorspeise hatten. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was er dazu gesagt Ja, hatte, aber wo ich sagte, das Kommt, schmeckt so ein kann bisschen ich mit gerade auch diesem, nicht mit merken. diesem Salzer, ne? Boah. Also kein Mist, ne? Das ist so mein Favorite, weil ich stehe halt ein bisschen auf dieses Pikante auch. Also das ist wirklich mein Favorite bisher, muss ich sagen. Auch wenn das Hummus auch ganz gut war. Oder bisher alle. Aber dieses Pikante, was wir auch zu Beginn hatten, ist für mich bisher mein Favorite. Auch wie das aussieht, ne? Also Leute, wenn ihr das mal so seht, wie das einfach aussieht, ne? Wie das, also jeder einzelne Dip ist wirklich auch so anders hergerichtet. Sieht schon fast wie Röstzwiebeln oben drauf. Schau mal hier. Auch da nehmen wir was von. Noch ein bisschen mehr drauf. Boah. Der hier auch sehr gut. Das ist so ein Olivenöl-Mix irgendwie. Hier bei dem auch wieder Hummus als Grundlage und ein bisschen cremiger und dann, wie ich gerade sagte, so ein bisschen crunchy mit oben dabei. Ne? So, ich würde schon fast sagen, so ein paar Nüsse oder Art Cornflakes sozusagen, aber Genau. auch wieder mit diesem Olivenöl. Oh, guck mal, das ist das, was ich meine. Hummus, aber schon wieder andere Komponenten drin und schmeckt wieder ganz anders. Ne? anders. Boah, also nimm mal was. Schmeckt auch richtig gut. Genau, probieren wir den. Ja, nehme ich Der mal war den auch hier. so gut. Was war das, was du gesagt hast? Das ist Oliven. Oliven? Ja. So, nimm auch da mal was.
Wäre jetzt aber, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, von denen, den ich als letztes nehmen würde, was wäre dein Favorite? Von den Dips? Ich muss sagen, der hier. Der? Welcher war das nochmal? Das war nicht der mit Hummus. Mit dem Knoblauch, kann das sein? Knoblauch, genau. Knoblauch, ja. Also, wie gesagt, das war jetzt so dein Favorite. Meiner, muss ich tatsächlich sagen, ist auch das, was wir am Anfang hier bekommen haben. Jetzt so ein bisschen mit diesen, ja, was für mich so ein bisschen wie Salsa geschmeckt hat. Aber damit haben wir die Dips soweit durch. Ich würde sagen, wir kommen zu dem warmen Grillgemüse mal, packen wir uns, oder? Bevor das noch ein bisschen kälter wird. Ja. Sujuk dazu. So Leute, wir kommen gar nicht dazu, ich sag mal, weiter zu essen, denn hier gibt es auch, also eigentlich kriegt man ja Tee, hat er gesagt, dazu, genau. ne? Tee und aber es gibt ja auch, weil es gibt hier nicht nur Frühstücksangebot, sondern auch so Abendkarte und so, ne? Und man kriegt hier quasi auch so hausgemachte Limonaden sozusagen. Du hast jetzt Zitrone? Ich habe jetzt Mango Maracuja. Mango Maracuja und bei mir war es Erdbeer, hier ist mit Kiwi mit so dabei, also auf jeden Fall so Fruchtmix. Genau. Probier mal. Boah. Digga, Das ist heftig. Digga, ohne Witz, ne? Was ich immer sage, wenn es bei mir, ich kriege das manchmal, wenn es hier unten kribbelt, Alter. Genau. Das hatte ich gerade wieder und das habe ich so selten. Also für alle, die schon mal länger kennen, boah, ist das krass. Oh, ist das shit, Alter. Alter, das ist brutal. Alter, Leute, der Laden ist der Wahnsinn hier. Alter, ich bin absolut geflasht. Also, ich muss sagen, ich habe selten so gut gefrühstückt. Ich kann mich gar nicht Das selbst ist das erinnern, weil ich so Ding, gefrühstückt man habe. frühstückt eigentlich nicht so. Und das Ich komme echt öfter nach Bielefeld, glaube ich, jetzt schon. Ja, ich würde wir sagen, nehmen jetzt, uns beide erstmal einmal so genau, ein lass mal so Sujuk raus. Brot mit Sujuk. Oh, ist getoastet. Ja. Und dann so ein bisschen auf den Teller. Ja. Aber ich muss probieren, das Sujuk erstmal. Sujuk erstmal, ja. Also, ich liebe einfach auch Sujuk, die Knoblauchwurst, ne? Vom Gewürz her. Also, absolut Liebe. Auch hier schmeckt es richtig gut. Also, top. Brot getoastet, auch mal was anderes jetzt, ne? Was haben wir hier? Oh, Kartoffeln mit dabei. Ich zeige euch das Ganze nochmal, Leute. Wir haben ja auf jeden Fall Kartoffeln mit dabei, bisschen Paprika mit dabei und so eine Art, ich bin gespannt, Knoblauch oder French oder Soße, ne? Probieren wir aber jetzt einfach mal zusammen. Ich würde sagen, ich nehme mir mal eine Kartoffel. Mal eine Kartoffel. Das jetzt, wo ich sage, ist okay. Also jetzt bei mir so, ich habe jetzt eine Kartoffel gehabt. Hat jetzt ein bisschen Geschmack gehabt, aber war jetzt im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die ich bis jetzt hatte, jetzt nichts, wo ich sage, wow, flash mich. Aber ich nehme jetzt mal ein bisschen Grillgemüse dazu. Boah, da kommen wir wieder schon eher bei mir so hin. Geschmorte Paprika. Richtig geil. Auch die Aubergine. Ja, kannst du gerne nehmen. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Und Leute, nehmen mal ein bisschen Dip jetzt dazu. Haben wir eine Möhre dabei. Und dann beißen wir da rein mit ein bisschen Toastbrot. Boah. Der Dip ist wieder geil. Der Dip ist geil, ne? Boah. Ah, absolut Liebe. Ja, das schmeckt top wieder. Auch wieder ein ganz anderer Dip. Was hast du? Sahnig so ein bisschen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ne? Also Knoblauch ist es diesmal nicht. Aber das so, wie gesagt, so ein bisschen Sahne mit dazu, würde ich auch sagen. Ne? Aber vor allem auch so mit dem Toastbrot schmeckt das geil, weil man kann so richtig geil reindippen. Ne? Genau. Also richtig, ich sag mal so ein bisschen dreckig. Aber schmeckt schon gut. Aber das war echt top. Möchtest du noch was? Wo machen wir weiter? Hier dein Ei da hinten. Ei, ne? Ja. Komm, hier dann Ei, schneiden wir mal die Hälfte ab. Jeder hier so ein schönes Spiegelei. Was auf jeden Fall schon geil ist, ich liebe das am Ei, dass das Eigelb noch so ein bisschen flüssig ist. Genau. Ne? Also jetzt nicht Sieht zu man krass, ja auch. aber noch ein bisschen. Man ist jetzt ein Ei, aber was hier auch auffällt, das muss man schon sagen, ne? Also es ist alles immer mit Öl und sehr, sehr deftig angebraten, ne? Das muss man schon sagen. Das verleiht dem Ganzen aber meiner Meinung nach auch halt einen krasseren Geschmack. Ne? Also ich meine, was schmeckt nicht, wenn es halt schön mit Butter oder mit Öl angebraten ist. Dann gehen wir hier weiter, nehmen wir uns mal das nächste Plättchen. Tomaten-Mozzarella, ne? Genau. Ich würde sagen, nehmen wir uns auch jeder eins. Oder Schafskäse sogar. Ich glaube, kann Sogar Schafskäse, ja. ne? Das wäre gar nicht so meins dann. Aber ja, trotzdem mal versuchen. Willst du da Tomate dazu? Ja, das da. Ja, du willst direkt das Geile, ne? Ja, hier packst du. Mit Schafskäse. Was andere? Das andere war Mozzarella. Das ist mit Mozzarella. Spinat. Spinat dann so. Mit Spinat. Willst du noch die Tomate haben? Ja. Boah. Mozzarella ist geil. Ich glaube, mit Spinat war das. Boah, Zusammenhang. Ja. Also das war richtig, richtig schöner Mozzarella, wie er schon sagt. Mit so ein bisschen Spinat oben drüber. Gar nicht zu viel, aber auch hier wieder richtig krass mit Olivenöl dazu. Also wie es sich auch gehört. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ich glaube, Käse machen wir gleich komplett. Wir haben jetzt hier noch, ich sag mal, so ein bisschen Wurst. Ich denke mal, es ist, weil wir natürlich auch türkisch hier sind, Salami-Geflügelwurst, Genau, ne, würde ich Geflügel. sagen. Mortadella? Mortadella sieht aus, ja. Ja, Mortadella wahrscheinlich noch, ne? Salami, meine Lieben. Ist so ein bisschen... Truthahn, glaube ich, ne?
Ich hätte jetzt also auf jeden Fall Geflügelsalami gesagt. Ob es jetzt Truthahn ist, Hähnchen, keine Ahnung, ist auf jeden Fall Geflügelsalami. Also probier die Mozzarella mal zusammen. Nächste. Kann man noch ein Brot packen, aber jetzt halt typisch Mozzarella. Halt, ne? Typisch Mortadella einfach. So, ich würde sagen, dann kommen wir Richtung Käse schon mal. Auch hier, ne, so schön mit angerichtet. Das sieht für mich jetzt schon mal nach Frischkäse aus, nach Gouda. Ein bisschen Tomate, Gurke dazu. Ne? Auch hier würde ich sagen, können wir jeder ein Stück nehmen. An. Gouda, oder? Camembert, ne? Camembert, genau. Ja. Ich denke mal, das sind jetzt die Sachen, wo er vorhin gesagt hat, diese 10%, die du halt nicht selber machen kannst, Genau. so, ne? Sondern die halt holst du überall. dann überall, ne? Aber die musst, ich sag mal, bietst du dann trotzdem mit an, ne? Genau. So, damit haben wir von den Tellern alles durch. Ich würde Die sagen, süßen Sachen. Süßen kommen wir gleich hier mal noch. Genau. Ne? Also Das Oliven, ist Olivensalat. Olivensalat, ich würde sagen, da picken wir uns einfach mal jeder so ein bisschen was raus. Da sind auch Tomaten noch mit drin, sehe ich. Schwarz oder diese? Eigentlich egal. Ja? Ja. Ja, halt Oliven, ne? Frisch. Gibt's nichts mit Tomaten ein bisschen dazu. Schmeckt auch, ne? Mit ein bisschen Olivenöl, aber auch wieder drüber so, ne? Genau. Also merkst du auch wieder so einen Film. Hat man auch nachher so ein bisschen auf den Händen jetzt hier, ne? Ja, damit haben wir, ich sag mal, die herzhaften Sachen soweit durch und kommen zu den süßen Sachen, ne? Wir haben einmal hier Obst plus die Langosch und wir haben ja noch hier das mit den, ja, Dessert mit Marmelade und hier auch noch so einen kleinen Teller mit Walnüssen und ich denke mal hier auch so eine Marmelade noch dazu, ne? Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht auf jeden Fall so aus. Packen wir uns davon eins. Piek rein, mein Lieber. Ich nehme mal die Hälfte. Nur noch ein bisschen Marmelade mit dazu. Zum Wohl. Ja. Boah, das ist brutal. Boah, das ist brutal. Boah, das ist wirklich brutal. Also Äpfelmarmelade. Und dann hast du, ihr könnt euch so ein bisschen, ich sag mal, keine Zitronenrolle, aber von dieser Konsistenz der wie so eine Zitronenrolle vorstellen, weil hier oben noch so ein bisschen Sahne mit dabei ist und so ein richtig schöner, ich sag mal so Kuchenteig so, ne? Also richtig fluffig, genau. ne? Boah, das hat schön- richtig, boah, das war super, ja. So, nehmen wir uns das nächste hier mit den Walnüssen. Dazu haben wir die Löffel. Sieht so nach Pudding aus oder so, ne? Frischkäse, Mascarpone mit ein bisschen Honig, ne? Deswegen schmeckt es auch süß. Und ich muss sagen, die Walnüsse passen halt auch perfekt dazu. Ne? perfekt. Du hast mir jetzt alle aufgegessen, die letzten noch. Aber seid ihr gegönnt, ich habe noch ein bisschen von gestern drin. Ne? Boah, da ist, guck ja mal noch hier, da echt. ist noch. Die sind ja Alter, sogar noch in. Leute, da ist noch unten Schokosoße unten drunter, ne? Rein da. Nutella, ist Nutella. Schmeckt bombastisch, ne? Das Einzige, was man auch wieder merkt, die Langosch, die sind ja, ich meine, frittiert, ne? Also meine ich auf jeden Fall. Und man schmeckt auf jeden Fall auch wieder diesen Film, ne? Genau. Also den hast du überall, ne? Was wirklich auch diesen Geschmack, ich sag mal, mit verleiht. Aber das hat mich auch jetzt wieder geflasht, ne? Aber wirklich top. Damit kommen wir zum, ich sag mal, schönen Abschluss. Frische Früchte. Ich glaube, dafür steht auch ein bisschen türkische Küche, ne? Also, wenn ich überlege, bei uns jetzt aus Düsseldorf, ne? Beim Türken Ist immer eigentlich frisch, mal dabei, immer ja. das, auch das Beste, so, wenn ich da hingehe, was so frisch angeht, ne? Auch türkische Supermärkte, immer. Ja, Alles ja, frisch. muss ich sagen. Packen wir mal eine Kiwi. Krass rein. Das ist zu krass, ne? Ja, damit haben wir so alles durch. Ich würde sagen, wir snacken auch das eine oder andere, hauen nochmal das eine oder andere weg. Und dann würde ich sagen, sind wir uns spätestens, wenn wir gleich fertig sind, mit einem kleinen Abschlussfeedback wieder, ne? Ja. Ihr seht hier, wir haben soweit den Tisch jetzt leer. Wir haben noch ein Getränk da lassen. Die hat das sogar besser geschmeckt, ne? Ich habe es ja Genau, noch mal also probieren der lassen. rote Ne? war besser als ja, der- also der Frucht war sogar noch mal ein bisschen besser. Deswegen sagen, das Kribbeln war schon top. Ja, also was soll ich jetzt sagen? Wir haben gerade noch mal gehört, die Erdbeermarmelade ist sogar noch selber gemacht, ne? Also ich sag mal jetzt abgesehen wirklich vom Aufschnitt, war wie gesagt bis zur Erdbeermarmelade alles selber selber gemacht, ne? 100% Halal, Ja. wurde uns auch noch mal versichert. Wenn ich jetzt so 1 bis 10 geben würde, ey, ohne Witz, also ich wäre schon fast bei 10 von 10, weil was will man hier jetzt noch willst besser du- machen? genau. Was willst du noch besser machen? So ungefähr, ne? Was jetzt so Schwer. das angeht, was wir hatten, ne? Der eine kann sich darüber aufregen, okay, Musik gefällt mir nicht, ne? Das, sind aber keine, das ist keine konstruktive Kritik. Genau, ne, der andere hatten wir gerade gehört, der hat sich aufgeregt, weil im Sommer eine Biene hier rumschwirrt, so, ne? Aber jetzt mal kein Mist, so was wir jetzt hier hatten, von der Präsentation her, wie es geschmacklich war, also ich weiß nicht, was besser machen. nichts machen. Also für mich eine Ändern. 10 von 10, sage ich ganz ehrlich, ne? Genau. Also absolute Empfehlung, wenn ihr in Bielefeld seid, checkt also gerne mal Nane ab. Hab mich gefreut, dass du wieder mal dabei warst. Gerne, gerne. Ne, wir ziehen ja mal ein bisschen durch. Checkt, wie gesagt, auch gerne seinen Kanal ab, sonst natürlich auch unseren Hauptkanal, linke ich euch natürlich jetzt hier für alles und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf diesem Kanal bei Big M oder auf seinem Kanal und dann würde ich sagen, macht's gut, bis dann, ne? Ciao, ciao. Ciao, ciao.